Hallo und herzlich willkommen zu Ride the World to Adventure. Ich bin der Micha und möchte euch heute mitnehmen auf unsere Tour durch den Balkan. Diesmal ging es bis nach Griechenland. Und hier kommt Teil 3. Schweren Herzens haben wir uns von Dimitri, unserem Gastgeber in Patras, verabschiedet und machen uns auf den Weg nach Meteora. Auf der kleinen Straße, die ich geplant hatte, sind wir wohl irgendwo falsch abgebogen und haben nach dem Weg gefragt. Die Eskapade kostet uns 2 Stunden Zeit, haufenweise Schweiß und Nerven. Schließlich landen wir wieder auf der Hauptstraße und düsen zu unserem heutigen Tagesziel. Die Felsformationen sind wahnsinnig beeindruckend. Das Kleeblatt ist das Zeichen für die Stadt, aus der wir kommen. Da fühlen wir uns doch gleich wie zu Hause. Wir besuchen das kleinste der Klöster, St. Nikolaus. Wie zu erwarten, ist der Aufstieg beschwerlich, aber die Fresken sind echt sehenswert. Fotografieren ist streng verboten und da achten die auch sehr drauf. Nach einer kurzen Pause machen wir uns wieder auf den Weg. Wir nehmen uns ein Beispiel an den Einheimischen. Helm und Schutzkleidung wird überbewertet. Eine Erleichterung, die wir sehr genießen. Die Strecken sind nicht weit und gefahren wird auch nicht schnell. Als nächstes besuchen wir das Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit. Hier wurde ein Teil eines James-Bond-Films gedreht. Das merkt man auch an den Touristenmengen. Unten ist der Weg bequem und breit. Später hat man die Wahl zwischen Außenaufzug und schmaler Steige. 3-mal dürft ihr raten, was wir genommen haben. Bei Katjas latenter Höhenangst war es der Aufzug jedenfalls nicht. Nachdem das Kloster doch sehr bekannt ist, wird Fotografieren hier toleriert. Die Fresken schauen toll aus und ich glaube, die letzte Restaurierung ist noch gar nicht so lange her. Vom Dach des Klosters hat man eine wunderbare Aussicht auf das Tal und auf die anderen umliegenden Klöster. Dieser Ort hat wirklich etwas sehr Magisches. Auf dem Weg zum nächsten Kloster werden wir von der Schlange der Reisebusse und der erwartenden Autos so abgeschreckt, dass wir abbrechen und uns wieder zurück zu unserem Hotel aufmachen. Am nächsten Tag fahren wir an Ioannina vorbei durch das Gebiet von Zagori. Die Region war in den letzten Kriegen immer sehr stark umkämpft. Als wir ein Denkmal für den Widerstand sehen, fahren wir spontan vorbei und genießen die Aussicht. Unser heutiges Tagesziel ist Monodendri, ein uraltes kleines Dorf mit sehr interessantem Baustil. Reisebosse kommen hier eher nicht vorbei. Ich hatte die Idee, wir könnten die Schlucht erwandern. Der anfangs recht schöne breite Weg wurde aber relativ schnell sehr schmal und auch gefährlich. Daher haben wir abgebrochen und sind umgekehrt. Die Entscheidung war gut, weil es ist heiß und wir mussten die ganze Strecke ja auch wieder hinauf. Einen spektakulären Aussichtspunkt haben wir dann bei einem kleinen Kloster gefunden.
Abendessen findet Katja dann sehr schnell einen gutmütigen Freund. Der Rückweg war dann wieder etwas spannend, weil die Straßenbeleuchtung war dann doch eher spärlich. Am nächsten Morgen starten wir bei bestem Wetter. Schon nach kurzer Strecke bleiben wir wieder stehen, weil wir die Kirche so schön fanden. Leider ist sie abgesperrt. Eigentlich war geplant, nach Kalpaki zu fahren und dann die 20 hoch, Brückenbahn links abbiegen und bei Kalvoriesi wollten wir über die Grenze gehen. Die Abzweigung haben wir wohl leider verpasst. Also bleiben wir auf der Straße und genießen eine wunderschöne Fahrt in den Bergen Griechenlands. Manche Schilder in der Nähe einer Imbissbude möchte man lieber nicht sehen. Der angekündigte Burger stellt sich dann als eine Art Hotdog raus. Aber was soll's. Schließlich geht es links weg nach Nestorio und nach einer kleinen Strecke geht es bei Bilšid über die Grenze nach Albanien. Gefühlt sind wir hier nur für einen kurzen Kaffeestopp und reisen dann schon nach Nordmazedonien ein. Vom großen Prespa-See bis zum Ohridsee nehmen wir noch einen kleinen Privatpass. Der führt uns durch den Galičík-Nationalpark. Rückblickend sind wir der Meinung, dass streckentechnisch der heutige Tag einer der schönsten war. Wetter, Kurven und Asphalt. Heute hat einfach alles gestimmt. Die Mautgebühr für den Pass kostet satte 2 € und er endet direkt bei der Bay of Bones. Die schauen wir uns bei der Gelegenheit natürlich auch gleich an. Es handelt sich dabei um ein prähistorisches Dorf, welches auf Baumstelzen in den Ohridsee hineingebaut worden ist. Ach ja, beim Eintritt ist EC-Kartenzahlung nicht möglich und Euros nehmen die hier natürlich auch nicht. Ein Taxifahrer hat uns dann netterweise gewechselt. Die Nacht verbringen wir in Ohrid und die Motorräder stehen standesgemäß direkt vor der Hotelrezeption. Zur Begrüßung gibt es selbstgebrannten von der Mama, der Katja fast aus den Latschen kippen lässt. Die Stadt kennen wir schon von früheren Besuchen, aber wir müssen uns nach dem langen Fahrtag unbedingt die Beine vertreten. Am nächsten Tag fahren wir zuerst durch eine schier endlos scheinende Baustelle. Doch dann geht es die E65 hoch zum Mavrovo Nationalpark und danach wieder runter nach Gostivar. Eine richtig schöne Straße mit vielen Kurven, die echt gut ausgebaut ist. Im Anschluss nehmen wir die Autobahn und fahren um Skopje herum bis an die serbische Grenze. Unser heutiges Tagesziel ist Niš. Dort ist Musikfestival. Zum Abendessen vertreten wir uns noch ein wenig die Beine und hören zu. Kurz entschlossen fahren wir, so quasi als Abschluss der Reise, nochmal nach Temeswar.
geht's wieder durch Ungarn. Hier ist wie immer viel Verkehr und drängelnde Autos. Nur die Gulaschsuppe ist gut. Wir kommen relativ zeitig in Bratislava an. Das nutzen wir, um ausgiebig durch die Stadt zu strolchen. Heute besuchen wir noch Pavel, unseren Freund, an der Rennstrecke von Brünn. Wir werden VIP-mäßig von ihm abgeholt und dürfen ihm bei der Arbeit zusehen. Auf der Rennstrecke mitfahren tun wir aber nicht, auch wenn mein Motorrad vielleicht Potenzial hätte. Heißt es auch hier Abschied nehmen und sich endgültig auf den Heimweg machen. Nach ca. 7000 Kilometer kommen wir wieder zu Hause an. Alle Erlebnisse in so einem kleinen Film wiederzugeben ist unmöglich, man muss dabei gewesen sein. Da bin ich wieder. Wenn euch die Routen, die wir gefahren sind, interessieren, die stehen demnächst auf unserer Blogseite zum Download bereit. www.schubertszeit.wordpress.com. In diesem Sinn bedanke ich mich, dass ihr uns begleitet habt und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund.